Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um die soziale Ablösung vom Elternhaus. Es gibt zwei soziale Netzwerke. Das eine ist das soziale Netzwerk der Herkunftsfamilie, das andere ist das soziale Netzwerk, was man sich in seiner Kindheit und vor allen Dingen in seiner Adoleszenz selbst aufbaut. Während am Anfang das Netzwerk der Herkunftsfamilie sehr wichtig ist und das Netzwerk der Gleichaltrigen eine ganz geringe Bedeutung hat, nähern sich diese beiden Netzwerke in ihrer Bedeutung im Laufe der Kindheit immer weiter an und wenn die Adoleszenz bei Neurotypischen erreicht ist, bekommt das Netzwerk, das man sich selber aufbaut, eine größere Bedeutung. Das heißt natürlich nie, dass die Eltern völlig bedeutungslos werden im Laufe des Lebens. Sie haben immer eine wichtige Rolle, aber das selbstgestaltete Netzwerk hat eine wesentlich größere Bedeutung. Aus diesem selbst entwickelten und aufgebauten Netzwerk entsteht dann später auch mal eine eigene Partnerschaft und eine eigene Familie. Das bedeutet auch, dass ein Heranwachsender, der neurotypisch ist, wenn er von zu Hause auszieht, im Grunde nur von einem Netzwerk in das andere umsteigt, nicht in ein schwarzes Loch fällt, in dem er keine guten Sozialbeziehungen mehr hat, sondern er wechselt sozusagen nur das Netzwerk und das andere hat schon eine ganz, ganz wichtige Rolle in seinem Leben. Für viele Menschen im Autismus-Spektrum ist das so nicht möglich. Die entwickeln kein stabiles eigenes Netzwerk. Und wenn sie dann von zu Hause ausziehen, zum Beispiel in ein Wohnheim, haben sie plötzlich keine stabilen Sozialbeziehungen mehr, auf die sie zählen können. Es ist deshalb ganz wichtig, dass man im Laufe der Kindheit und im Laufe der Jugend dabei unterstützt, ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Dabei sollten wir unbedingt an die Interessen eines Menschen im Autismus-Spektrum anknüpfen. Also wenn das eine Person ist mit Asperger-Syndrom beispielsweise oder High-Functioning Autism, ist es sehr empfehlenswert zu gucken, was haben sie für Spezialinteressen. Gibt es also beispielsweise Arbeitsgemeinschaften oder Treffen von Menschen mit ähnlichen Interessen? Gibt es eine Selbsthilfegruppe von Menschen im Autismus-Spektrum, der man angehören kann und mit der man sich regelmäßig treffen kann? Wenn es sich um Menschen im Autismus-Spektrum handelt, die sehr schwer beeinträchtigt ist, kann man auch gucken, gibt es Spieltreffs oder soziale Trainingsgruppen? Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es hier, ein eigenes Netzwerk aufzubauen, was eben nicht das Netzwerk der Herkunftsfamilie ist. Je besser es gelingt, dass eine Person ein eigenes Netzwerk aufbauen kann, desto leichter wird der Übergang aus dem Herkunftsfamiliennetzwerk in eine andere Sozialumgebung gelingen. Da es für Menschen im Autismus-Spektrum oft sehr schwer ist, das alleine zu gestalten, haben wir hier eine Aufgabe der Begleitung von Angehörigen, professionellen Eltern, Therapeuten etc. Also die Gestaltung eines eigenen sozialen Netzwerks als Entwicklungsaufgabe, die von Heranwachsenden im Autismus-Spektrum eben nicht ganz autonom und selbstständig geleistet werden kann, sondern eine vorbereitete Sozialumgebung braucht. Wie gut es Heranwachsenden im Autismus-Spektrum gelingt, ein Netzwerk aufzubauen, ist individuell unterschiedlich. Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.